In dieser Folge verlassen wir das erste Mal die Küstenstraße und machen einen Abstecher zur tiefsten Schlucht Europas. Außerdem fahren wir unsere ersten Kilometer auf der Jadranska Magistrala bis nach Kroatien. Und wenn es euch gefallen hat, like and subscribe. In Teil 4 unserer Reise starten wir in Montenegro. Hier sind wir etwa auf der Hälfte unserer 4-wöchigen Reise durch Italien, Griechenland und den Balkan. Spät nachmittags strummern wir noch kurz durch Podgorica. Leider bietet die Hauptstadt Montenegros mit ihren etwa 180.000 Einwohnern außer einer alten Römerbrücke nicht wirklich viele Sehenswürdigkeiten. Dafür essen wir noch einmal fantastisch, bevor wir uns auf den Weg ins Landesinnere machen. Wir folgen der M2 immer weiter Richtung Berge. Obwohl uns die Sonne begleitet, merken wir, wie es immer kühler wird, je höher wir kommen. Hier oben erkennt man an den Bäumen schon sehr gut den Herbst. Bei Mojkovac verlassen wir die M2 und biegen auf die P4 Richtung Tara-Schlucht ab. Obwohl es mittags ist, verlässt uns hier über weite Strecken die Sonne. Richtig verwunderlich ist es aber nicht. Schließlich ist die Tara-Schlucht mit einer maximalen Tiefe von 1300 Metern die tiefste Schlucht Europas. Bei einer Länge von 78 Kilometern, von denen ca. 50 befahrbar sind, kommt man sich oft winzig vor in Anbetracht von so gigantischer Natur. An der Dordevica-Brücke halten wir zu einem späten Mittagessen und genießen diesen einzigartigen Flecken Erde.
Kurz hinter dem Ort Zabejak finden wir eine schöne Unterkunft aus Holz. Hier auf dem Hochplateau in etwa 1400 Meter über dem Meeresspiegel sind wir final im Herbst angekommen. Andern Tags machen wir uns wieder auf den Weg zur Küste. Bei immer noch strahlender Sonne, aber frostigen Temperaturen folgen wir der P5 in Richtung Südwesten. Es lässt sich kaum beschreiben, wie oft sich die Landschaft auf dieser Strecke ändert. Herbstliche Wälder, karge Felsen und schließlich das Gefühl, mit jedem Höhenmeter dem Sommer wieder näher zu kommen. Landschaftlich begeistert uns Montenegro wie kein anderes Land auf dieser Reise. Am Mittag halten wir oberhalb der Bucht von Kotor, der vermutlich berühmteste Teil Montenegros, an dem auch regelmäßig Kreuzfahrtschiffe anlanden. Die 30 Kilometer lange Bucht besteht aus 4 miteinander verbundenen Einzelbecken. Die steilen Berge, die hier das Meer einrahmen, erreichen bis zu 1000 Meter in der Höhe.
Wir nutzen den gigantischen Ausblick und machen noch einige Fotos, bevor wir zu einem späten Mittagessen in Herceg Novi einkehren. Da uns der Sommer wieder hat und wir uns überhaupt nicht angestrengt fühlen, beschließen wir kurzerhand heute noch bis nach Dubrovnik zu fahren, das wir am späten Abend erreichen. Das war auch Folge 4 durch Montenegro. Wenn es euch gefallen hat, like und subscribe. Wenn es euch nicht gefallen hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns nächste Woche.